Mahle wagt sich mit dem M40 auf unbekanntes Terrain. Der Stuttgarter Hersteller war bislang vor allem als Zulieferer für große Marken bekannt und tritt erstmals selbstbewusst ins Rampenlicht der E-Mountainbike-Welt. Der neue Mahle M40 will zeigen, dass auch ein Newcomer ganz vorne mitspielen kann. Aber reicht das gegen die Schwergewichte wie Bosch, S-Works oder Avinox? Mahle ist kein Unbekannter. In der Autoindustrie sind die Stuttgarter eine feste Größe. Im E-Bike-Segment war Mahle bisher vor allem für Nabenmotoren bekannt. Der M40 ist jetzt Mahles erster Full-Power-Mittelmotor und will mit krassen Eckdaten direkt in der Oberliga mitspielen. 105 Newtonmeter maximales Drehmoment, 850 Watt Maximalleistung, 400% Unterstützungsfaktor. Das klingt auf dem Papier wirklich absolut konkurrenzfähig. Und mit 2,65 Kilogramm Gewicht ist der Mahle der zweitleichteste Motor im Full-Power-Testfeld und auf Augenhöhe mit dem Avinox M1. Beim Akku gibt es zwei Optionen. Man kann zwischen einer Variante mit 800 Wattstunden wählen, wie hier im Unterrohr verbaut, oder der kleineren 534 Wattstunden Option, wie hier. Ein Range Extender gibt es aktuell noch nicht. Die Ladeleistung des Chargers liegt im soliden oberen Mittelfeld. Mit dem 4 Ampere Charger ist der große Akku in gut 4 Stunden voll und damit schneller als zum Beispiel Shimano oder Bosch. Schwächer zeigt sich die Head Unit Plus, also das Anzeigekonzept des Displays, 1,9 Zoll groß und leider nicht sonderlich scharf, verschenkt ziemlich viel Fläche und bleibt im Design generell recht klobig. Auch die Bedienlogik über die gummierte Taste am Display wirkt ein bisschen altbacken. Immerhin zeigt das Display aber die wichtigsten Infos wie Akkustand oder auch Geschwindigkeit und Motorleistung an. Besser gefällt uns da die Duo Remote. Sie ist griffig, sie ist robust, sie hat ein haptisches Feedback. Alternativ geht es aber auch kabellos mit der Trio Remote. Die App MySmartBike liefert solide Grundfunktionen wie Ride-Tracking, Herzfrequenzsteuerung oder Navigation, aber kein Motorlock und ein eher veraltetes Design, das den hohen Ansprüchen nicht genügt. Für einen Motor im High-End-Segment ist das leider ein bisschen zu wenig. Hier verschenkt Mahle definitiv Potenzial. Auf dem Trail zeigt der M40 zwei unterschiedliche Gesichter. Beim Anfahren auf Asphalt reagiert er super sensibel und schon leichter Pedaldruck aktiviert die Unterstützung. In engen Kurven und in technischen Passagen punktet der Motor mit einer sehr feinen Dosierbarkeit. Das Bike lässt sich wirklich so exakt in engen Kurven manövrieren. Aber bergauf braucht es mehr Eigenleistung als bei der Konkurrenz, zum Beispiel beim Anfahren. Der M40 lässt sich beim Anfahren bei Rampen etwas Zeit. Die Automatic Hill Brake verhindert zwar, dass man zurückrollt, aber die Power setzt erst relativ spät ein. Im höchsten Unterstützungsmodus schiebt der Mahle M40 sehr kräftig an. Der Durchzug erinnert uns ziemlich an den S-Works 3.1 Motor, auch wenn ihm untenrum ein bisschen Punch fehlt. Besonders gut funktioniert der Dynamic Overrun, also der Nachlauf. Auch wenn man kurz aufhört zu treten, schiebt der Motor noch weiter und das gibt ziemlich viel Sicherheit und Kontrolle in technischen Uphill-Sektionen. Die Traktion vom Mahle M40 ist super stark. Also man hat das Gefühl, dass das Pedal förmlich am Fuß klebt, selbst wenn das Terrain ruppig wird. Auch das Ausfaden bei 25 km/h ist recht abrupt. Dazu klappert der Motor auch bergab, was das Fahrgefühl deutlich trübt. Außerdem hatten wir auch Probleme beim Laden. Das wird aber hoffentlich in Serie behoben sein. In unserem Labortest liefert der Mahle M40 ein wirklich gutes Ergebnis bei der Effizienz, aber auch bei der Dauerleistung. Im Wirkungsgrad ist er zusammen mit dem Maxon RS an der Spitze vom Testfeld. Nach schnellem anfänglichen D-Rating liefert der Mahle M40 einen sehr konstanten Leistungsoutput und zeigt innerhalb der 30 Minuten keine weiteren Einbußen. Der relativ niedrige Unterstützungsfaktor vom Mahle M40 zeigt sich bei der getesteten Kadenz von 75 Umdrehungen pro Minute. Und das sorgt dafür, dass der Mahle M40 eigentlich überraschend langsam ist in der Bergfahrt, die wir simuliert hatten, mit 15% Steigung. Insgesamt liefert der Mahle M40 ein solides Debüt. Besonders Gewicht, Integration und Effizienz sind wirklich top. Der Mahle M40 punktiert mit einem sehr guten Durchzug und einem feinen Ansprechverhalten, schwächelt aber leider bei hoher Kadenz und beim Anfahren im steilen Gelände. Display und App wirken noch sehr unausgereift und schaden dem eigentlich ansonsten guten Gesamtbild. Dennoch, der Mahle M40 zeigt, dass Mahle wirklich das Zeug hat zu einem ernstzunehmenden Player. Mit ein bisschen mehr Feinschliff am System kann da definitiv noch was draus werden. Was haltet ihr vom Mahle M40 und seinem Gesamtkonzept? Lasst gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Schaut auch unbedingt auf unserer Website vorbei. Den vollständigen Vergleichstest mit 11 E-Bike-Motoren findet ihr in der Videobeschreibung und auch alle anderen Reviews. Danke fürs Zuschauen, abonniert gerne unseren Kanal und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Danke. Bis dann. Ciao.